Ihr wundert euch vielleicht, wieso ich hier vor dem Weinregal sitze oder wieso der Wein im Wohnzimmer ist. Ihr kennt sicher das Bild hier, ich habe ja schon oft hier aus dem Wohnzimmer ein Video aufgenommen. Der Wein ist nun im Wohnzimmer, was nicht optimal ist bei der Wärme hier, aber im Keller konnte ich den nicht lassen, weil wenn die Trockner erstmal im Keller sind, dann geht der Wein kaputt. Hat uns ein... So, da hat es gerade an der Tür geklingelt, ich bin wieder da. Also was ist passiert? Wir waren in Heidelberg im Urlaub. Da hat uns ein Nachbar angerufen, das war am 1. Augustabend. Riesenüberschwemmung im Keller. Hier in der Straße, wo wir leben, da hat es 40 cm, also man muss sich das vorstellen, so viel Wasser anscheinend innerhalb kurzer Zeit geregnet mit Hagel und Sturmregen in ganz kurzer Zeit, der Boden natürlich total trocken, da hat überhaupt nichts aufgesaugt und da sind ja alle Häuser überschwemmt worden, alle Keller überschwemmt, auch unserer. Ich weiß eigentlich nicht genau, wie das Wasser wirklich in den Keller gekommen ist, weil ich war ja nicht da. Ich vermute, hier ist es, bei diesem Fenster, da ist die Flut eingetreten, weil da ist ein Schacht draußen, ich weiß nicht, sieht man das? Da ist so ein Schacht draußen. Und das hat hier so sturmflutmäßig geregnet. Da hat sich dieser Schacht mit Wasser gefüllt und dann muss das hier überall reingesprudelt sein und hat hier wirklich den ganzen Keller überschwemmt. Man sieht hier noch die Spuren. Und dieser Schrank hier, ein Erbstück von meinem Vater, der ist zwar nicht wirklich teuer, dieser Schrank hier, aber mein Vater hat diesen Schrank 40 Jahre oder noch länger lang gepflegt und Sorge getragen, dass der schön bleibt. Der stand immer bei ihm im Wohnzimmer. Der wurde jetzt leider überschwemmt. Und der hat auch ziemlich Schaden genommen. Schaut mal hier unten. Da unten, da ist die ganze Farbe kaputt an dem Schrank. Ansonsten sieht er eigentlich immer noch sehr schön aus, aber eben traurig. Daneben haben wir noch einen Schrank, auch der hat ein bisschen gelitten, man sieht da die Füße ein bisschen aufgequollen. Wir haben dann die Ferien nicht abgebrochen, sondern haben trotzdem noch den letzten Nacht in Heidelberg verbracht. So, und trotzdem ist natürlich die Unruhe da. Sind dann am darauffolgenden Tag zurückgefahren. Natürlich war ich ein bisschen nervös, weil ich mir nicht recht vorstellen konnte, was das Ausmaß des Schadens wirklich ist. Als wir in das Quartier gefahren sind, da kamen schon Nachbarn und haben erzählt, dass sie alles wegwerfen müssen, alles kaputt, die ganzen Holzschränke kaputt. Da habe ich dann schon gedacht, so, oh mein Gott, alles kaputt, die Holzschränke, wirklich so schlimm? Und ich hatte ja keine Ahnung, wie hoch das Wasser war. Der Nachbar hatte sich um unseren Keller gekümmert während der Überschwemmung. Da hat auch die Feuerwehr reingelassen. Also die Feuerwehr hat schon das Wasser abgepumpt, bevor wir überhaupt hier waren. Habe dann auch festgestellt, dass kein Strom mehr im Wohnzimmer war. Also hier, wo ich jetzt drin bin, im Moment kein Strom mehr. Musste dann sofort Elektriker anrufen. Der kam zum Glück. Am Freitagabend ist er noch vorbeigekommen. Also ein großes Kompliment hier an den Elektriker. Der kam noch. Ich habe ja alles ausgesteckt, alle Geräte und geschaut, ob da irgendwo Kurzschluss drin war. Nicht gefunden. Da war gar nicht so einfach zu finden. Dann hat er hier die Lampen kontrolliert und so weiter und hat dann letztendlich am Bewegungsmelder bei der Tür, da muss das Wasser wirklich so runtergeströmt sein, in den Bewegungsmelder, und da hat er rausgeschraubt und der war total verbrannt innen drin. Der Bewegungsmelder durchgeschmörzelt und das hat hier auch diesen Kurzschluss ausgelöst. Der wird jetzt dann ersetzt und wir haben jetzt auch wieder Strom und wieder Internet hier, also ich kann auch wieder streamen und alles, das läuft alles wieder. Immer das Wichtigste am Anfang. Und da hat es auch einen Kurzschluss gegeben, weil dieser Router hier, der war vorhin, zumindest der Stecker davon, der war auf dem Boden, da ist das Wasser rein und dann hat das Ding einen Kurzschluss ausgelöst. Ich habe dann mal die Fenster geöffnet, damit das auch wirklich alles jetzt ein bisschen trocknen kann. Und das sah dann gar nicht so schlimm aus, weil wir haben Glück, dass die meisten Möbel ein bisschen so erhöht sind. Man sieht das Wasser, das kam hier wahrscheinlich etwa bis da. Das Wasser war hier also ganz knapp drunter und konnte so eigentlich hier gar nicht so viel Schaden anrichten, weil das meiste hier auf diesem Regal in Sicherheit war. Und ja, etwas kann man daraus sicher lernen. Im Keller Metallschränke und nicht Holzschränke. Dann werden die auch nicht aufquellen. Übrigens, ganz spannend hier, schaut euch mal die Türen an. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, das Holz hier am Türrahmen, das ist total aufgequollen. Die Türe unten aufgequollen, da hat sich das Holz abgelöst. Da sieht man das.
und die kann man kaum noch bewegen. Die ist total aufgeschwollen unten. Türen hier im Keller alle kaputt. Da standen alte Stereoanlagen, DVD-Player, CD-Player, alle überschwemmt. Ich hatte die alle hier unten gesammelt, diese alten Anlagen, die waren da gestapelt, die standen im Wasser. Im Großen und Ganzen, finde ich aber, sind wir noch recht glimpflich davon gekommen. Und gestern haben wir dann den ganzen Tag damit zugebracht, alles rauszutragen, was nass geworden ist. So, das meiste haben wir jetzt hier schon rausgeräumt aus dem Keller, damit das einigermaßen trocknen kann. All das am Boden hat es ziemlich hart erwischt hier. Das Schlimmste war, da war eine Kartonkiste hier, so eine wie diese da. Schaut euch die mal an. So eine Kartonkiste wie diese hier, eine Umzugskiste. Die war auf dem Boden, die stand da direkt da hinten eigentlich, da wo jetzt diese Säulen stehen. Also diese Kiste stand da am Boden und das Wasser war etwa so hoch hier drin. Ich war ja nicht dabei, aber man hat das mir erzählt, das war etwa so hoch. Diese Kartonkiste überschwemmt, da drin, am Boden dieser Kiste, da waren Bücher drin. Und das hat sich dann vollgesogen. Und das Schlimmste ist, da war ein lustiges Taschenbuch drin aus meiner Jugend, und zwar nicht irgendeins. Das lustige Taschenbuch Nummer 1. Das lag zuunterst in dieser Kiste und wurde voll gesogen mit Wasser. Ich habe es jetzt draußen hingelegt, versuche das jetzt zu trocknen. Ist natürlich nicht mehr so schön, wie es war. Und das ist fast etwas, was mich hier am schlimmsten wurmt, hier nach dieser Überschwemmung. Hier wirklich der Schaden an diesem lustigen Taschenbuch. Auf der einen Seite haben wir es an die Sonne gelegt und getrocknet, das war noch praktisch. Auf der anderen Seite haben wir einen riesen Stapel gemacht mit allem, was wir wegschmeißen. Bilder und diverses Zeug, was nass geworden ist, was wir jetzt in diese Mulde werfen und entsorgen müssen. Als nächstes kommen jetzt die Trockner dann in den Keller und dann wird er auch richtig ausgetrocknet und dann kann man dann auch diesen Wein hier hinter mir wieder einräumen im Keller, weil der fühlt sich schon wohler, wenn es ein bisschen kühler da drin ist, statt hier an der Wärme im Wohnzimmer zu stehen. Es ist ja im Moment auch nicht gerade so kühl. Das hieß aber, man müsste schon etwa so 10 Tage den Keller wirklich trocknen. Sieht auch da unter dem Schrank immer noch nass, obwohl das jetzt schon 4 Tage her ist. Das trocknet nicht so schnell und das wird jetzt auch einige Zeit brauchen. Man glaubt es fast nicht, der Experte war gerade hier und schaut euch mal dieses Fenster an. Hier oben, da ist so ein Rand und so hoch stand das Wasser. Stellt euch das mal vor, da ist das Fenster und hier oben auf diesem Fenster stand das Wasser. Das ist so wie ein Aquarium. Ein Aquarium, und da ist das Wasser natürlich auf der Seite raus hier in den Keller geflossen. Im Großen und Ganzen glimpflich davon gekommen, keine wirklich wertvollen, teuren Dinge da unten, die jetzt kaputt gegangen sind. Niemand zu Schaden gekommen, alles ersetzbar, was ersetzt werden soll. Wir sind versichert, also macht euch keine Sorgen. Gibt sicher noch Putzen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bitte gebt einen Daumen hoch auf das Video. Vergesst nicht zu abonnieren für weitere tolle Videos auf diesem Kanal. Danke, sehe euch beim nächsten Mal.